Das Traurige ist, bei Fly Legacy ist es eigentlich gar kein so schlechtes Game. Es hat halt einfach keinen Content. Also ich war damals echt positiv überrascht. Ich meine, es ist halt ein Standard-Mobile-Game. Habe ich ja gestern schon erzählt, dass ich damit diesen Standard-Mobile-Game-Baukasten benutzt, den jedes zweite Mobile-Game benutzt hat. Damals, also heutzutage benutzen die das safe nicht mehr, weil es übelst outdated ist. Aber es gibt, wie gesagt, einige Mobile-Games, die quasi exakt gleich aufgebaut sind. Vom Prinzip her. Oder von den Menüs her zumindest. Aber es ist oldschool, weil halt alles mit Flyf ist, mit Buff-Pang, Ibert, Mush-Pang, die ganzen Monster und so ist halt alles gleich. NPCs sind gleich. Und ich meine, es ist jetzt kein Award-winning Game, aber es ist auch nicht schlechter als die meisten anderen Mobile-Games. Also ich meine, es ist einfach ein durchschnittliches Mobile-Game. Wenn sie nur Content aufspielen würden und man seinen Account nicht verlieren würde, wenn man längere Zeit nicht gespielt hat. Auch wenn man dafür gar nichts kann, dass man nicht gespielt hat. Wäre es wahrscheinlich echt ziemlich gut. Sehr schade, dass sie sich darum so wenig kümmern. Das würde auch viele Spieler zu Fly Universe treiben. Weil Fly Legacy ist so ein klassisches Mobile-Game, auch wo du halt tägliche Begrenzungen hast. Du kannst halt jeden Dungeon dreimal farmen und so. Und dann gibt es halt so World-Bosse, stündliche Bosse und solche Sachen. Aber irgendwann bist du fertig, wie bei den meisten Mobile-Games. Bist du irgendwann durch, so mit deinen Dailies. Und genau das wäre dann immer der Moment, wo sie ab und zu auf Fly Universe verweisen müssten. So nach dem Motto, okay, hier bist du stark begrenzt in dem, was du tun kannst. Aber dann gibt es noch Fly Universe, wo du eigentlich 24 Stunden zocken kannst und theoretisch wirst du niemals fertig. Was kein tägliches Limit grundsätzlich gibt. Ich meine, gut, es gibt zwar auch Dailies, die du nur einmal am Tag machen kannst, aber leveln zum Beispiel kannst du, solange du willst, so ungefähr. Wäre eine ganz gute Verknüpfung. Eigentlich. Also bei Fly Legacy sind sie schon echt ein bisschen, weiß nicht. Ich meine, jetzt ist vielleicht auch zu spät, weil das Game jetzt halt ziemlich outdated ist. Für heutige Mobile-Game-Standards. Die haben ja ganz schön aufgelevelt Mobile-Games. Vor allem, weil viele Mobile-Games ja auch einfach jetzt ganz normale PC-Games sind. Also beides. Cross-Plattform und so. Da müssten sie wahrscheinlich nochmal deutlich nachlegen. Aber wie gesagt, theoretisch. Und die Einnahmen geben ihnen ja auch, oder spiegeln das ja auch wieder. Das Game nimmt unfassbar viel Geld ein dafür, dass es keine Updates bekommt und so. Also echt eine wasted opportunity. Vor allem waren die so scharf auf den Mobile Market vor 12 Jahren. Als sie aufgehört haben, Fly PC Updates zu machen und stattdessen lieber Mobile Games entwickelt haben. Haben sie sich ja für diesen Weg entschieden, bis sie realisiert haben, okay, Mobile Games sind doch nicht ihrs, weil alle wieder offline gegangen sind, bis auf Fly Legacy. Aber Fly Legacy hat den Test der Zeit überstanden. Und wie gesagt, das irgendwie mit Fly Universe so ein bisschen zu verknüpfen oder das Werbetool zu nutzen, why not? Kann nicht schaden. Das Mobile Game klingt nach unterdurchschnittlich Spaß. Naja, wenn du es nicht gespielt hast, kannst du es ja gar nicht beurteilen, Sir. Das muss jeder für sich entscheiden, ob es ihm Spaß macht oder nicht. Aber ich sag mal so. Ich weiß nicht, wie viele Mobile Games es gibt. Wahrscheinlich zweistellige Millionenbereich mittlerweile. Also auch Games, die es nicht mehr gibt. Also wie viele Games es jemals gab. Bestimmt irgendwo im zweistelligen Millionenbereich. Also sehr, sehr viele. Aber das ist ähnlich wie bei Fly PC und auch bei Fly Universe. Es muss ja ein Mindestmaß an Qualität haben in dem Sinne oder an Spaßfaktor oder an süchtig. Lass es von mir aus auch süchtig Faktor sein. Ist ja egal. Sonst wäre es nicht mehr online und würde nicht so viel Geld einnehmen. Also irgendwas muss es ja haben. Und ich sage lediglich, es ist nicht schlechter als das normale Mobile Game, was du jetzt so siehst. Und ob es dir dann Spaß macht, ist halt natürlich subjektiv.
Aber was ich meine damit ist halt, es ist objektiv nicht schlecht oder nicht schlechter als die meisten anderen Games. Es ist objektiv auch nicht besser als die meisten anderen Games, deswegen halt durchschnittlich. Aber ich würde sagen, vor allem für die Zeit, wo es rausgekommen ist, also vor 10 Jahren fast. 9 Jahre müssten es dieses Jahr werden. 9-jähriges Jubiläum müsste dieses Jahr sein. Zumindest in global. Ich weiß nicht, ob es in Asien früher released wurde. Keine Ahnung. Aber ja, it's pretty good. It's decent. Und jetzt stell dir vor, sie hätten es auch noch weiterentwickelt und bessere Updates und Features eingebaut, was sie leider nicht gemacht haben. Aber imagine, sie hätten es getan.